Benny von Urban Gladiators und wie ihr euch vorstellen könnt, ist das Gym gerade ziemlich leer. Aber wir versuchen für euch eine Online-Lösung zu finden. Und zwar habe ich euch hier so eine kleine Grafik vorbereitet. Wir haben 3 verschiedene Bereiche: den Workout-Teil, einen Skill-Teil und einen Nutrition-Teil. Und wir werden euch, wenn ihr wollt, was für jeden Tag mitgeben, aber es ist auch euch überlassen, wie oft ihr trainieren wollt oder könnt. In der Regel habt ihr etwas mehr Zeit. Vielleicht können wir sozusagen die Zeit nutzen, um etwas Positives draus zu machen und einfach nochmal ein drauflegen. Ein Level weitergehen, häufiger trainieren, vielleicht auch auf die Ernährung achten und vielleicht auch einen neuen Skill lernen. Ja? Wir haben, also der Workout-Teil wird ähnlich wie bei dem Programming verschiedene Workouts beinhalten, die sich wiederholen, bei denen ihr dann bei jeder Wiederholung euch verbessern sollt. Der Skill-Teil wäre zum Beispiel Übungen für Handstand, wo wir euch auch Schritt für Schritt Progressionen zur Hand geben und ihr euch über einen bestimmten Zeitraum verbessern könnt. Und im Nutrition-Teil werden wir dann mit Meli zusammen erstmal einkaufen, gucken, was haben die Geschäfte überhaupt zu bieten für uns. Manchmal sind die Regale ja auch leer. Wir gucken also zusammen, was wir kaufen können und was wir daraus zaubern können. Wir werden auch einen Einblick in Melis Küche bekommen, also zusammen kochen und auch essen. Und ihr könnt das zu Hause nachmachen, wenn ihr möchtet, oder auch einfach noch angucken. Heute will ich nur auf den Workout-Teil eingehen. Wir haben im Workout-Teil praktisch 3 Zyklen. Jeder Zyklus geht 4 Wochen lang. Und im ersten Zyklus arbeiten wir im EMOM-Format. Die meisten kennen es schon, every minute on a minute. Das heißt, jede Minute starten wir eine neue Runde. Wir haben 15 Minuten, das heißt 15 Minuten EMOM bedeutet 15 Runden von dem Workout, worauf ich dann gleich auch noch eingehen werde. In diesem Zyklus, in diesen 4 Wochen haben wir 4 verschiedene Workouts. Das bedeutet, wenn ihr jeden Tag trainieren wollt, macht ihr praktisch Montag das erste, Dienstag das zweite, Mittwoch das dritte, Donnerstag das vierte und fangt dann am Freitag wieder mit dem ersten an. Ihr müsst aber auch nicht jeden Tag trainieren, das heißt, ihr haltet einfach die Reihenfolge ein. Wir haben praktisch 4 Workouts, Workout 1, 2, 3 und 4. Das war jetzt Zyklus 1, Workout 1. Und ihr macht einfach sozusagen, geht die chronologisch vor. Selbst wenn ihr Montag anfängt mit Workout 1, könnt ihr einfach Mittwoch oder Donnerstag Workout 2 machen. Das heißt, egal ob ihr jeden Tag trainiert oder auch nur 2-3 Mal die Woche, ihr haltet einfach die Reihenfolge ein. Und wenn ihr das vierte fertig habt, fangt ihr wieder mit dem ersten an. Und wenn ihr wieder mit dem ersten anfangt, also eine Wiederholung drin habt, versucht ihr eine Sache zu verbessern, darauf gehe ich nochmal ein. Wir haben also hier 4 Workouts, das bleibt auch in jedem Zyklus gleich, nur die Organisationsform ändert sich und damit auch die Intensität und auch der Umfang. Also wir haben im ersten Zyklus 15 Minuten, wir steigern uns dann im nächsten Zyklus auf ca. 20 Minuten und hier auch bis zu 30 Minuten. Und ebenso in der Intensitätsstufe von niedrig, also low, über medium zu high. Und dazu passen auch ganz gut diese Organisationsformen. Beim EMOM habe ich es ja ein bisschen eilig, ich habe Zeitdruck, ich muss jede Minute eine neue Runde starten. Und ich will aber auch in der letzten Runde noch eine saubere Wiederholung hinbekommen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Liegestützen mache, heute sind jetzt keine normalen Liegestützen drin, zum Beispiel Liegestützen mache, heißt niedrige Intensität, ich fange einfach auf einem höheren Level an, auf einer höheren Box, so wie wir es hier gemacht haben, oder zu Hause wäre es dann zum Beispiel am Schreibtisch und das nächste Intensitätslevel, Medium, wäre sozusagen auf dem Bett und am Ende vielleicht auf dem Boden oder auf einer, je nach eurem individuellen Level. Auf jeden Fall hier erstmal leicht, weil es schnell gehen muss. Hier beim MRAP habt ihr dann individuelle Zeit, das heißt, ihr macht in 20 Minuten so viele Runden wie möglich, aber mit einem höheren Kraftlevel, wenn das überhaupt in eurer Intention liegt. Ihr könnt natürlich auch das Level gering halten und mehr Runden machen, also mehr auf Ausdauer und Kraftausdauer gehen.
Aber ihr habt hier die Möglichkeit, das Intensitätslevel zu erhöhen, weil ihr nicht so einen starken Zeitdruck habt. Und dann im letzten Zyklus geht es dann 30 Minuten und Abfahrt heißt as fast as possible. Das heißt, ihr kriegt dann eine Aufgabe mit zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel 100 Liegestützen und ihr müsst dann die so schnell wie möglich machen. Nochmal hier, MRAP heißt as many rounds as possible in 20 Minuten, aber mit eurer eigenen Geschwindigkeit. Und hier halt die Geschwindigkeit vorgegeben. Okay, also das verstanden, das ist sozusagen unser Mesozyklus oder Makrozyklus mit den verschiedenen Mesozyklen und so ein Mikrozyklus bzw. ein einzelnes Workout wäre dann hier, darauf gehe ich jetzt ein. Die meisten kennen es auch schon, das System. Wir haben im EMOM, das heißt, jede Minute startet eine neue Runde mit 3 verschiedenen Übungen. Das heißt, bei Go, Minute 1, fange ich an, im ersten Level 2 Handstand Push-Ups oder Pike Push-Ups zu machen, 4 Jumping Lunges, die Angaben immer im Total, das heißt 4 heißt 2 rechts, 2 links, und 6 Deadlifts. Ja, wenn ich dann ungefähr 40 Sekunden dafür brauche, habe ich noch 20 Sekunden Zeit, bevor die nächste Minute startet und gehe dann in Runde 2 von 15. Okay, wenn ihr merkt, alles klar, 2, 4, 6 kriege ich locker hin, nach 15 Minuten bin ich noch nicht ausgepowert, dann könnt ihr nächstes Mal im Level steigern. Das heißt zum Beispiel ein ganzes Level hochgehen von 2, 4, 6 auf 3, 6, 9. Oder ihr sagt, oh, das war ganz schön knapp, vielleicht geht noch ein bisschen was. Was ist mir am leichtesten gefallen? Die Jumping Lunges, ich habe kräftige Beine. Ich gehe erstmal mit den Jumping Lunges ein Level hoch, mache also 2, 6, 6 und ziehe dann bei der nächsten Wiederholung mit den schwächeren Teilen nach. So dass ich aber immer nur mich zwischen 2 Levels befinde und nicht hier immer auf 2 bleibe und hier irgendwann auf 10 bin oder ja, also immer zwischen 2 Levels bewegen oder den 2 oder den 2 Levels. Wir werden gleich nochmal uns angucken, wie wir diese Übung am besten zu Hause machen können, wie es am praktischsten ist und auch überhaupt umsetzbar. Wir haben ja jetzt keine Gewichte unbedingt zu Hause, manch einer schon, der kann natürlich seine Handgelenke benutzen, aber ich zeige euch dann noch Tipps, wie ihr das einfach zu Hause machen könnt. Also, wir kommen jetzt zum Workout. Ich erkläre die einzelnen Übungen und auch verschiedene Intensitätsstufen. Jeder fängt mit der Intensitätsstufe an, wie es für einen auf diese 15 Runden zusammenpasst. Wir machen Handstand Push-Ups bzw. als Progression Pike Push-Ups. Und es geht dabei darum, im Vergleich zum Liegestütz, wo man jetzt von vorne drückt und hauptsächlich die Brustmuskeln benutzt werden, wir jetzt in einem anderen Winkel, also über Kopf arbeiten und somit das mehr auf die Schulter geht. Und wir versuchen immer in so eine Position reinzukommen, die einem Handstand nahe kommt. Die erste Progression, also das leichteste Level, ist, wenn ich meine Knie auf eine Bank lege. Zu Hause könnt ihr einfach eine Bettkante nehmen, wenn ihr ein Futonbett habt oder vielleicht auch einen Sessel oder sowas. Ja, ungefähr was auf Sitzhöhe ist. Also da gibt es bestimmt vieles zu Hause. Stühle oder ähnliches. Ihr legt eure Knie hier ab. Und ihr müsst jetzt in einen Winkel gehen, der einem Handstand ähnlich kommt. Das heißt, jetzt habe ich einen Winkel von einem Liegestütz. Ich nehme jetzt meinen Po zurück, deswegen auch Pike Push-Up, weil ich hier so eine Pike im Po habe und versuche praktisch eine Linie von Oberarm und Oberkörper zu bilden. Und gehe dann auf möglichst direktem Weg nach vorne, berühre den Boden mit dem Kopf und drücke mich wieder zurück. Wichtig dabei ist, dass ihr nicht zu weit von der Bank weg seid, weil ihr dann nicht nach vorne kommt. Ihr wollt im Prinzip mit den Händen und dem Kopf ein Dreieck bilden, ein gleichschenkliges Dreieck. Das heißt, ich setze meinen Kopf nicht zwischen die Hände, sondern etwas weiter nach vorne. Ich achte außerdem darauf, dass ich meinen Ellbogen nicht nach außen bewege, sondern nach hinten bewege, damit die Gelenke, Schultern, Ellbogen und
Handgelenke in einem günstigen, gesunden und stabilen Winkel sind. Also nochmal, erstmal Außenrotation der Arme, Ellbogen also hinten und dann Schulter öffnen und auf direktem Wege den Boden mit der Stirn berühren und wieder zurückschieben. Wenn das vom Level zu schwer ist, könnt ihr auch den Weg verkürzen, also nur den halben Weg gehen. Oder ihr merkt das ja, wie weit könnt ihr gehen, ohne die Haltung zu verlieren, ohne dass die Ellbogen rausdrehen, ohne dass ihr den Schulterwinkel ändert oder euch vielleicht sogar wehtut. Also, der nächste Progressionsschritt von der Bank ist praktisch der normale Pike Push-Up. Dafür geht ihr erstmal in eine Liegestützposition, um diesen Pike zu bilden, mit den Füßen an die Hände ranlaufen und dann wieder den Schulterwinkel öffnen, also möglichst Arme und Oberkörper in eine Linie bringen, also nicht in eine Linie, aber zumindest in die Richtung. Und dann praktisch die gleiche Bewegung, Ellbogen nach hinten, Stirn vorne auf dem Boden und nicht zwischen die Hände. Auf direktem Weg zurückdrücken. Ja, also nicht nach vorne und dann hoch, wie beim Hindu-Push-Up, sondern hin und auf gleichem Wege zurück. Der Kopf natürlich gerade. Ich versuche nur in eure Richtung zu sprechen. Nächster Progressionsschritt wäre dann der normale Handstand Push-Up. Hier könnt ihr euch zur Progression praktisch so einen Kissenberg stapeln. Je höher die Kissen, desto kürzer der Arbeitsweg und desto leichter der Schritt. Das heißt, hier habt ihr auch nochmal verschiedene Progressionsschritte. Ich werde jetzt gleich mal vormachen. Ich kann dann nicht mehr reden, wenn ich über Kopf bin und ihr versteht mich nicht mehr. Ich sage nochmal ganz kurz, im Prinzip müsst ihr dieselben Sachen beachten. Also mit Händen und Kopf, wenn ich am Boden bin, ein gleichschenkliges Dreieck bilden. In dem Fall, wenn ich mich hochdrücke, versuche ich die Schulter komplett zu öffnen, also in eine Linie mit dem Oberkörper zu kommen. Und beim Runterdrücken bin ich dann wieder in einem Dreieck mit den Händen. Versucht dabei nicht zu sehr ins Hohlkreuz zu gehen, beziehungsweise wenn ihr merkt, okay, ihr seid hier und ihr hängt extrem im Hohlkreuz, lieber eine Progressionsstufe zurückgehen und normale Pike Push-Ups machen, als jetzt das sehr unsauber zu machen. Wir haben aber hier in dem Workout ja eher relativ wenige Handstand Push-Ups, deswegen schon auch ein Kraftlevel nehmen, was ihr gerade so hinbekommt, euch aber nicht überfordert. Also ich zeige es mal kurz. Wir fangen an, ich will jetzt noch mal ein bisschen Wirbelsäule gerade, also ein Hollow Body kommen, den Po anspannen, den Bauch einziehen und dann, jetzt bin ich praktisch in einem komplett geöffneten Winkel mit der Schulter. Ich schließe den Winkel und bilde ein Dreieck mit den Händen und dem Kopf. Und wenn ich mich hochdrücke, gehe ich wieder in die Öffnung rein. Okay, stopp mal. Also kommen wir zur zweiten Übung vom ersten Workout, den Jumping Lunges. Wahlweise auch, wenn ihr Knieprobleme habt oder die Intensität zu hoch ist, könnt ihr auch normale Lunges machen. Und, oder wenn es mit den Knien nicht geht, auch wenn ihr sauber seid, dann einfach lieber normale Squats machen. Oder Jumping Squats. Die Jumping Lunges, ich zeige es mal einmal kurz vor. Wir sind also ungefähr im rechten Winkel mit den Knien, das heißt, ich habe den Schritt nicht zu weit außen, sondern bin ungefähr 90 Grad in dem Knie. Ich halte den Oberkörper aufrecht. Wenn ich den Oberkörper zu weit vorne habe, habe ich zu viel Gewicht auf dem vorderen Bein und gehe auch Gefahr, dass die Ferse nach oben geht, der Druck auf der Fußspitze zu hoch wird und ich damit auch zu viel Druck auf dem Knie habe. Wichtig also erstens, dass ihr euer Körpergewicht im Zentrum des Fußes haltet. Das heißt, weder komplett auf der Ferse noch komplett auf der Fußspitze, genau in der Mitte.
und den Oberkörper möglichst im Zentrum halten. Das heißt, ihr müsst auch beachten, beide Beine, das hintere und das vordere zu belasten. Um nicht zu sehr in eine Balanceübung zu geraten, versuchen wir die Füße nicht hintereinander, also nicht so aufzustellen, weil dann habe ich auch Probleme zu balancieren. Ich lasse also eine Lücke zwischen den Beinen, schere also ein bisschen nach hinten aus. Ich fange vorne an, Füße nebeneinander, schere nach seitlich aus, halte meinen Körper im Zentrum und versuche auch hier meinen Bauch anzuspannen. Wenn ich meinen Bauch nicht anspanne, neigt die Hüfte dazu, seitlich abzudriften. Also hier Spannung reinbringen, besonders im Moment der Landung. Also beide Beine belasten, ungefähr 90 Grad in beiden Kniewinkeln. Den vorderen Fuß zentral belasten, weder komplett auf der Ferse noch komplett auf der Fußspitze. Und ein bisschen ausscheren, damit ihr von der Balance auch es etwas einfacher habt. Normale Lunges wären halt Füße nebeneinander, bisschen seitlich raus, leicht den Boden antippen mit dem Knie und wieder nach vorne kommen. Also, wir gucken uns jetzt die dritte Übung an, die Deadlifts. Ich erkläre euch das erstmal jetzt anhand der Kettlebell. Man kann natürlich Langhantel nehmen und ich gebe euch aber auch eine Alternative für zu Hause, wie ihr das ohne Zusatzgewichte machen könnt. Bei der Langhantel ist die Technik noch ein bisschen anders. Wenn ihr euch da nicht so auskennt, lieber nochmal ordentlich mit der Technik beschäftigen. Mit der Kurzhantel bzw. der Kettlebell ist es etwas einfacher, weil wir das Gewicht besser unter unser Körperzentrum stellen können. Das heißt, das ist auch das Erste, was ich mache. Ich stelle mich nicht vor das Gewicht, sondern über das Gewicht. Habe also unter meinem Schwerpunkt das Gewicht darunter. Ich gehe dann mit dem Oberkörper runter und zwar so, dass der Rücken dabei gerade bleibt und ich hier so eine Krümmung im unteren Rücken und auch im oberen Rücken vermeide. Ich versuche also den Po rauszudrücken und den Brustkorb rauszudrücken, ohne aber zu sehr ins Hohlkreuz zu gehen. Das heißt, Bauchspannung brauche ich auch. Ich gehe weder in den runden Rücken noch ins Hohlkreuz. Im Prinzip spanne ich den Bauch an und habe eine Hollow-Body-Position. Wenn ihr merkt, okay, ich bin gar nicht so mobil, weil hinten zum Beispiel die Hamstrings ziehen, beziehungsweise die ganze hintere Faszienkette, könnt ihr euch das Gewicht etwas höher stellen, zum Beispiel wieder mit so einem Deckenstapel oder Kissenstapel oder mit irgendwas anderem, was das Gewicht etwas höher vom Boden entfernt. Also ihr habt das Gewicht unter euch, ihr beugt euch nach vorne, der Rücken ist gerade, ihr greift das Gewicht und müsst jetzt noch darauf achten, dass eure Schultern aktiv sind. Das heißt, jetzt gerade sind die Schultern runtergezogen, ihr zieht also die Schultern nach hinten, versucht aber nicht zum Ohr ranzuziehen, vom Ohr weghalten und gegen die Schwerkraft nach hinten oben. Rücken ist gerade, Schulterblätter sind aktiv und ich versuche am Anfang den Winkel vom Rücken zum Boden gleich zu halten. Das heißt, nur meine Beine arbeiten am Anfang. Hier hoch, der Winkel bleibt einigermaßen gleich, bis die Hände ungefähr zwischen den Knien sind. Und ab da fange ich an, mich aufzurichten und meine Hüfte nach vorne zu schieben. Bis ich in eine gerade Position komme. Gehe dann erst wieder mit dem Oberkörper nach vorne, bis die Hände zwischen den Knien sind, um dann in den Beinen wieder nach unten zu sacken. Versucht, was viele machen, die Schulter ist erst instabil, hoch und am Ende anziehen. Versucht die Schulter hinten zu lassen, so dass die praktisch immer stabil und fest ist. Also jetzt die Alternative für zu Hause. So ein Wasserkasten ist eigentlich ziemlich cool, weil ich kann entscheiden, nehme ich volle Flaschen, leere Flaschen. Wenn es zu schwer ist, nehme ich ein paar Flaschen raus, nehme ich ein paar Flaschen rein. Ich habe natürlich nach oben hin bin ich begrenzt und gerade beim Deadlift kann man ja auch sehr viel Gewicht nehmen. Deswegen auch die Anordnung des Workouts, dass wir Handstand Push-Up die schwerste Übung am wenigsten Wiederholungen haben. Bei der mittleren Übung den Jumping Lunges eine mittlere Belastung und bei den Deadlifts, in dem Fall, weil wir eher auf leichte Gewichte angewiesen sind, die leichteste Übung mit mehr Wiederholung.
Hier also das Gleiche, ihr versucht das Gewicht unter euren Körper zu nehmen. Das heißt hier, und wenn ihr, jetzt könnt ihr mit dem Mobilitätslevel ganz gut handhaben, weil wenn ihr oben anfasst, müsst ihr nicht so tief runtergehen. Ja? Wenn ihr eine gute Mobilität habt, könnt ihr auch unter den Kasten greifen. Hier, wie gesagt, Schulter stabilisieren, so weit runtergehen wie möglich. Erst hoch, bis die Hände zwischen den Knien sind, dann aufrichten. Nach vorne und Beine arbeiten, Beine, Rücken, Rücken, Beine. Beine, Rücken, Rücken, Beine. Und auch wenn es euch in der ersten Runde super leicht vorkommt, ich denke, wenn ihr über 15 Runden mit einer bestimmten Wiederholungszahl arbeitet, dass auch dann ihr einen ganz guten Reiz habt für den unteren Rücken. Und natürlich die ganze hintere Kette, die auch mit trainiert wird. Also, wir fangen jetzt mit dem Training an. Das Training besteht aus einem Warm-up, aus dem Workout, was ich gerade erklärt habe, und einem Mobility-Cooldown. Ich habe jetzt hier das Intervall schon mal eingestellt, das heißt, ihr könnt praktisch live mitmachen. Ich werde jetzt am Anfang noch mal kurz, während wir das Warm-up zusammen starten, ein paar Erklärungen dazu liefern und versuche mich dann aber so ein bisschen zurückzuhalten und dann machen wir einfach gemeinsam das Training. Das Warm-up geht jetzt 6 Minuten, es piept immer nach 30 Sekunden, das sind 3 Übungen, das heißt, wir haben einmal ein Piepen nach Hälfte der Zeit, um einfach zu wissen, okay, jetzt müssen wir noch weiter durchhalten, die zweite Hälfte. Eine Übung, da geht es um rechts-links, da haben wir nach dem Piepen dann einfach den Seitenwechsel. Es gibt keine Pausenzeit, das heißt, wir wechseln einfach direkt von einer Übung zur nächsten. Okay, dann lassen wir das Intervall einmal starten. Los geht's. Wir fangen an mit einem Plank, aktiv Plank. Bedeutet, wir nehmen los geht's. Die Schultern einmal über die Hände und versuchen ein Hollow Body zu nehmen, also den Rücken eher ein bisschen rund machen, das Becken zum Brustkorb ziehen, den Po anspannen, den Bauch anspannen, die Schultern von den Ohren weghalten. Wir spreizen die Finger und drücken die Fingerspitzen in den Boden, um aktive Hände zu haben und auch das Handgelenk zu schützen. Also einfach halten. Okay, 30 Sekunden vorbei, das heißt, wir haben noch 30 Sekunden. Wir machen 2 Runden, das heißt, das Ganze dann 2 Mal. Jede Übung 1 Minute, 2 Runden, also insgesamt 6 Minuten. Po angespannt halten, Bauch anspannen, Finger reindrücken und atmen. Okay, direkt Übung wechseln, wir gehen über zu Squats, aus der Position nach vorne hüpfen, möglichst gleichen geraden Rücken haben, den Po nicht zu tief, weil sonst die Fersen hochgehen, die auf den Zehenspitzen stehen. Po ein bisschen höher und auch beim Runtergehen den Po hier lassen. Und die gleichen Sachen beachten wie auch beim Plank. Schulter stabil, Hände in den Boden drücken. Hälfte geschafft. Guckt bitte darauf, dass die Hände zwischen den Beinen sind. Wenn ich die Beine zu eng habe, habe ich keinen Platz im Rücken gerade zu halten. Also Beine breit, Hände dazwischen und hier möglichst nicht ins Hohlkreuz gehen, Bauch angespannt lassen und die Bewegung aus der Hüfte. Nächste Übung, Standwaage. Wir müssen erstmal, wie auch beim Stütz, die Zehen spreizen, also möglichst den großen Zeh rausnehmen, damit unser Fußgelenk stabil ist. Die Hüfte nicht drehen, sondern parallel zum Boden und den Körper parallel bzw. in der waagerechten halten. Fuß wechseln, erst die Zehen spreizen, nach vorne beugen, halten.
Okay, zweite Runde. In die Plank. Und immer wieder vor Augen halten. Schulter stabil, Bauch stabil, Hände reindrücken und alles anspannen. Okay, 30 Sekunden vorbei, das heißt, wir haben noch 30 Sekunden. Po angespannt halten, Bauch anspannen, Finger reindrücken und atmen. Schön spreizen. Gucken, ob der Winkel stimmt. Zehen in den Boden pressen und möglichst still halten. Einwechseln. Machen wir ein Foto von aber auch. Okay, das war schon das Warm-up. Wir fangen jetzt an gleich mit dem Workout. Vielleicht nochmal kurz durchatmen, einen Schluck trinken. Wir stellen das Intervall ein auf 15 Runden. Pro Runde 1 Minute. Pause 0. Beziehungsweise ist die Pause ja dann die restliche Zeit, wenn ihr nach der ersten Runde fertig seid. Ich starte einfach mal. Ich mache jetzt mal so eine mittlere Intensität. Also keine Handstand-Push-Ups, sondern Pike-Push-Ups. Ich mache mal hier Level 3, 4 Wiederholungen. Vier Pike Push-Up. Wir haben 8 Jumping Lunges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die Deadlifts. 12 Deadlifts. Ja, es ist ein bisschen
knapp. Ich probiere nochmal ohne Reden und so, dann merkt ihr, wenn man reinkommt, hat man noch ein bisschen mehr Pause. Und 12. Fünf, 6, 7, 8. Vier, 8, 4. Also jetzt, wie gesagt, Level 3, 4 auf 12. Ihr könnt das einfach auf euer Level anpassen, 3, 6, 9, 2, 4, 6 oder auch 15, 15. Fünf Sekunden noch.
So, wir haben, glaube ich, noch Benny? 3 oder 4 Runden. 12, 13, 14, 15. 4 Runden. Noch 3. Zwei Runden noch. Oh, letzte Runde.
geschafft. Oh. Letzter Zeitpunkt, um mit sich selber reinzuhauen. Also, ich habe jetzt hier Level 3 gemacht. 4, 8, 12 Wiederholungen. Habe ich ja schon ausgebaut, aber die Pausen am Ende waren immer gleich, beziehungsweise ähnlich. Das heißt, ich habe während des Workouts nicht eingebußt, abgebaut. Bedeutet für mich, ich habe noch ein bisschen Platz nach oben, auch wenn es nicht viel ist. Mir sind jetzt die Pike Push-Ups relativ leicht gefallen, die Jumping Lunges. Würde also bei der nächsten Wiederholung entweder Pike Push-Ups oder Jumping Lunges ein Level höher stellen mit der Wiederholungszahl. Oder ich sage mir, okay, Pike Push-Ups sind mir generell zu einfach. Ich gehe lieber zu einem Handstand Push-Up und gehe aber vielleicht eine Wiederholung runter. Also mache 3 Wiederholungen. Trotzdem 8 Jumping Lunges oder 10. 8 Jumping Lunges, sonst bin ich nicht zwischen 3 Levels. Und die Deadlifts sind zwar nicht so schwer, aber es dauert ziemlich lange und wenn ich da jetzt noch ein paar draufsetze, könnte ich so ein bisschen mit meiner Ausdauer Probleme haben. Die Leute, die sagen ausdauermäßig, kein Problem, Kraftlevel ist eher so mein Ding, dann auch ruhig die Deadlifts erhöhen und dann halt weniger Pause in Kauf nehmen und gleich wieder neu starten. Cool, also kurz Schweiß abwischen und dann machen wir jetzt gleich noch einen Cooldown zusammen. Könnt ihr euch direkt hinsetzen einfach, wo ihr seid. Wir gehen in meinen Schneidersitz und probieren so ein bisschen einen Zustand von Ruhe zu bekommen. Dazu eignet sich immer ganz gut, die Augen zu schließen. Wir lassen eigentlich alles locker, wir richten nur unsere Wirbelsäule auf und ziehen die Schultern nach hinten und lassen sie runterfallen. Sodass am Ende die Handgelenke auf den Knien liegen, die Hände locker lassen, die Schultern so ein bisschen zurückgezogen, also angespannt, vielleicht die Schulterblätter und die Wirbelsäule. Sonst alles locker und jetzt versuchen wir noch, uns auf die Atmung zu konzentrieren. Wir atmen durch die Nase tief ein, halten kurz die Luft und atmen durch den Mund lange wieder aus. Mund oder Rachen. Und bei jedem Atmen versuchen wir, den Herzschlag zu senken, die Atemfrequenz zu senken. Ihr könnt erstmal in die Brust atmen, das macht es einfacher bei so einem hohen Puls. Oder wenn ihr merkt, ihr habt schon Ruhe, ihr habt noch Kapazität, könnt ihr auch versuchen, erst in den Bauch und dann in die Brust zu atmen. Und wenn ihr das Gefühl habt, beziehungsweise jetzt sind wir ein bisschen runtergekommen, nehmen wir eine Hand über den Kopf, könnt ihr Augen auch zulassen, ich muss jetzt mal kurz auf. Hier locker, also nicht zu weit runterziehen, ein bisschen zur Seite ziehen, über die andere Seite reinmachen und jetzt aktiv mit der Schulter nach unten drücken. Und dieses nach unten schieben, dann immer verstärken, wenn das Ausatmen in der Reihe ist. Dann wechseln wir die Seite. Drehen kurz den Kopf, links, rechts und fälschen die Beine. Je nachdem, wie ihr kommt, einfach so weit offen wie möglich. Die Hände nach hinten stützen, den Rücken hinten strecken und versuchen mit geradem Rücken den Oberkörper nach vorne zu drücken. Und auch wieder beim Ausatmen weiter vor, weiter runter. Wir nehmen die Arme nach vorne, atmen nochmal tief ein. Und beim Ausatmen können wir den Rücken beugen und versuchen die Ellbogen und vielleicht auch den Kopf abzulehnen.
man hat so eher kurze Intervalle nach Gefühl. Ihr könnt auch einfach Stopp drücken und die Übung länger machen, ja, wenn ihr das Gefühl habt. Ihr habt noch mehr Bedarf als zur Seite. Ihr könnt euch am Bein festhalten, am Fuß, einen Arm hoch und in die Richtung des Fußes strecken, sodass ihr auch den Latissimus mitnehmt und über den Rand kommt. Könnt ihr auch versuchen, euch am Arm oder ebenfalls am Fuß an der Hand festzuhalten. Und auch hier versuchen mit dem Oberkörper, dem Kopf, so dicht wie möglich an das Bein zu kommen. Wir wechseln die Seite. Nehmt eine möglichst bequeme Position ein. Versucht nur das Atmen zu denken und an die Entspannung. Linke hoch, wir legen uns auf den Rücken. Nehmen einmal die Ferse an die Hüfte, legen den Kopf ab, heben das Becken, verschränken die Finger und schieben jetzt die Schultern unter den Brustkorb, drücken die Hüfte hoch, spannen den Po an und versuchen aber nicht zu sehr ins Hohlkreuz zu gehen, das heißt eher den Bauch ein bisschen einziehen und die Brustwirbelsäule, also die Brust rausdrücken. Dann wieder so, oder für die Fortgeschrittenen dann in die ganze Brücke. Versuchen die Ellbogen zu strecken. Wieder ablegen. Die Übung ist hier nicht für jedermann. Gucken wir mal, ob ihr es hinkriegt. Ihr könnt auch hier die Hüfte stützen oder Arme versuchen zu strecken. Die Füße in die Hände legen. Achtet dabei darauf, dass das Gewicht nicht auf dem Hals oder Kopf liegt, sondern auf dem Schultergürtel. Beine strecken und wenn es geht, Arme beugen und das Becken wieder zurück Richtung Boden schieben. Wir kommen einmal in die Hocke. Legen jetzt die Arme vorne ab. Lassen alles locker, Kopf hängen. Ihr könnt seitlich locker pendeln. Dann Knie möglichst dicht zusammen auf dem Boden. Die Füße ein bisschen nach außen, den Spann öffnen, so dass das Becken zwischen den Füßen steht. Hinten entweder auf die Hand stützen, Hüfte strecken und Hollow Body, Bauch einziehen, unteren Rücken runter, Hüfte nach oben. Für die Fortgeschrittenen einmal auf die Ellbogen runtergehen. Auch hier unteren Rücken zum Boden drücken oder ganz hinlegen und gucken, auch hier Hohlkreuz minimieren. Also hier rein, Bauch einziehen, Brustkorb runter, in die Dehnung der Oberschenkel. Hochkommen, die Schulter öffnen, auf die Fingerspitzen, der Po steht über den Knien, die Brust runter bis zum Boden oder so weit wie möglich. Die Arme stehen parallel, also nicht außen. Einmal die Hände ranziehen, unter die Schultern. Beine strecken, Knie strecken, auf den Spann hinten. Wir lassen die Hüfte fallen, schieben den Brustkorb vor die Schultern und ziehen die Schulterblätter hinten zusammen. Den Kopf leicht hoch, aber nicht in den Nacken. Hier und Kinn nach vorne schieben.
ablegen und in den herabschauenden Hund. Erstmal Knie gebeugt lassen, Schulter öffnen, sprich Arme und Oberkörper eine Linie, Po nach oben. Wir verlängern den Oberkörper, indem wir die Arme aus den Schultern verlängern. Und jetzt versuchen wir langsam die Beine zu strecken. Ihr könnt auch erstmal abwechseln, rechts, links, runterdrücken und dann im zweiten Schritt beide Knie strecken und die Fersen versuchen an den Boden zu drücken. Nimm die Hände an die Füße ran, ziehen einmal den Brustkorb an die Knie, nimm das Kinn auf die Brust. Rollen langsam den Rücken auf. Erst den Rücken, dann den Kopf, dann die Arme. Wir kommen auf die Zehenspitzen. Strecken uns, versucht hier so ein Hollow Body zu machen, also Po, Bauch anspannen. Handgelenk greifen. Die ganze Flanke dehnen. An dem Arm aktiv ziehen oder schieben. Atmen. Und Seite wechseln. Lösen. Einmal noch die Wirbelsäule rotieren, das Becken bleibt dabei stehen, der Oberkörper dreht sich, der Kopf bleibt auch neutral, sodass sich die Brustwirbelsäule verbringt im Verhältnis zur Lenden- und Wirbelsäule und Halswirbelsäule. Locker drehen, atmen und alles noch einmal locker ausschütteln. Das war's. Vielen Dank.